Hallo zusammen, mein Name ist Christoph und es ist zwar nicht unbedingt heute Brautag, aber ich dachte, ich mache mal ein Video über etwas, was auch relativ wissenswert ist. Mein Maisbier ist immer noch in der Maische, ich habe nur kurz abgeschaltet und ich habe hier jetzt ein Bier mit dem Bodensatz von meiner untergärigen Hefe und habe das eben abgefüllt. Theoretisch könnte ich jetzt einfach das nächste Bier oben drauf tun, ne? Dann ist die Hefemenge zwar nicht optimal, aber dafür ist die Hefe richtig aktiv und frisch. Das klappt normalerweise, aber in diesem Falle habe ich das letzte Bier mit Hafermalz gemacht, und zwar 50%. Das hat nicht sehr gut funktioniert. Und wenn ihr euch den Bodensatz anguckt, seht ihr, dass die Hefe bedeckt ist von einer Riesenschicht. Trap heißt das im Englischen, ne? Also Proteinmasse, vielleicht ein bisschen Hafermehl noch mit dabei, was beim Läutern nicht geklappt hat. Alles mögliche Zeug, was wir nicht wollen. Und deswegen mache ich etwas, was man im Englischen Rinse the Yeast nennt. Also ich glaube, das heißt im Deutschen auch Hefe spülen. Werde ich vielleicht mal nachgucken, wie das heißt. Jedenfalls fangen wir ganz einfach an. Wir füllen 1 Liter Wasser dazu und lassen das Ganze eine bestimmte Zeit stehen. Und gießen dann ab. Und je nachdem, wie wir spülen, wollen wir entweder den Bodensatz oder das, was oben drüber schwimmt, behalten. Und eine Sache, die mir noch dabei aufgefallen ist, es gibt verschiedene Rezepte für stark sedimentierende Hefen und schwach sedimentierende Hefen. Das erste Mal, dass ich das gemacht habe, nach einem deutschen Rezept für das Spülen der Hefe, ging das Ganze ziemlich schief, weil ich dann am Ende nur schwach sedimentierende Hefe übrig hatte. Und ich habe meine Hefe sozusagen evolutionär trainiert, nicht mehr sich abzusetzen. Deswegen jetzt mit anderen Zeiten. Das Wichtige ist, dass das Wasser schön kalt ist. Ich werde jetzt das Ganze ordentlich rühren und dann das 15 Minuten stehen lassen. 15 Minuten ist eine gute Zeit, um sich abgesetzte Bitterstoffe, Hopfenreste, Hopfenharze und Öle, dass die sich absetzen, auch die toten Hefezellen. Und am Ende haben wir dann in der Lösung nur die gesunden Hefezellen und die sich nie absetzen würden. Und die nehmen wir dann im nächsten Schritt weg. So, das Ganze ist jetzt eine schöne Melange. 15 Minuten lasse ich das jetzt stehen. Dafür muss das noch nicht in den Kühlschrank. Und ist auch zu groß dafür. Und dann tue ich es in den Messbecher und dann sehen wir weiter. So, wir haben jetzt 15 Minuten die Hefe-Wassermischung hier stehen lassen. Jetzt hat sich schon einiges abgesetzt und ein bisschen getrennt. Das Ganze transferiere ich jetzt in den Messbecher. Der ist auch schön klar, dass man sehen kann, was da vor sich geht. Und damit das Ganze möglichst steril vor sich geht, beziehungsweise keimfrei, steril ist in der Küche nicht möglich, werde ich noch mit dem Feuerzeug hier oben den Rand von der Gärflasche desinfizieren. So, jetzt vorsichtig abschütten. So, ich mache das jetzt einfach, bis der 1 Liter voll ist. Man kann bei dem Hafermix sehr schlecht sehen, wo der dicke Brocken unten beginnt. Aber ja, ich bin jetzt auf Nummer sicher gegangen. Müsste eigentlich funktionieren. Der Messbecher bleibt jetzt noch eine Stunde im Kühlschrank stehen. Und zwar genau eine Stunde, sonst habe ich nachher wieder das Problem, dass sich zu viel von der Hefe abgesetzt hat. Also, und damit das Ganze von der Oberfläche her nicht mit Staub, wilder Hefe und sonst was sich zustaubt, will ich das Ganze mit Aluminiumfolie bedecken. Die ist ja auch ein Zellgift, deswegen schützt das. So, wir sehen jetzt, dass sich unten die braune Hefe absetzt. Wir haben in der Mitte weiß wahrscheinlich den Staub, den wir auch nicht wollen, und wir haben oben ein bisschen, wo das Ganze klar wird. Ich werde das jetzt so abgießen, dass nur noch der Bodensatz drin bleibt. Das mit Wasser aufgießen und dann nochmal eine Stunde in den Kühlschrank stellen. So, jetzt mit der Hefe schäumt das Ganze ein bisschen. Wenn das sehr heftig schäumt, kann es sein, dass sich oben hier was verkrustet, und dann muss man, wenn man das sehr lange lagert, schon aufpassen, dass sich da keine Bakterien ansiedeln oder sowas. Aber für 1 Stunde im Kühlschrank ist das jetzt okay. So, dann schauen wir mal, was wir hier haben.
So, eine weitere Stunde ist rum. Das Ganze sieht jetzt so aus, dass wir am Boden in so einem Zentimeter Dicke die Hefe komplett drin haben und obendrauf bildet sich jetzt eine ganz, ganz kleine weiße Schicht. Das ist der Staub und die Eiweiße, die wir vorhin als dicke Schicht gesehen haben. Das heißt, das Ganze hat relativ gut funktioniert. Ich gieße jetzt die Flüssigkeit ab und bewahre dann die Hefe warm auf, bis sie gebraucht wird fürs nächste Bier. Jo, das war es eigentlich auch schon. Normalerweise würde ich das Ganze mit ein klein bisschen Wasser aufgießen und in ein Glasgefäß tun zum Aufbewahren. Der Vorteil an gespülter Hefe, wenn man die lange aufbewahren will, ist, dass das Ganze 6 Monate lang so haltbar ist, während das mit Bier obendrauf, das ja Hopfen und andere Stressfaktoren für die Hefe enthält, deutlich weniger lange haltbar ist. So, das war dann das kleine Wissensvideo. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ich kämpfe jetzt noch ein bisschen mit der Maismaische. Bis dann!